Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder mit einer kreativen Fotoidee, die ihr ganz einfach zu Hause selber nachmachen könnt. Und zwar geht es um dieses Foto hier. Ihr seht, viel Minimalismus und trotzdem hat das Foto so einen gewissen Aha-Effekt, denn wenn man richtig hinschaut, glaubt man erstmal seinen Augen nicht zu trauen. Wie kann denn das sein, dass so ein grüner Apfel jetzt plötzlich das Innenleben einer Apfelsine oder vielleicht auch einer Pampelmuse hat? Ja, wie das Ganze funktioniert, was ihr dafür braucht und wie wir das Ganze nachher ein bisschen in einer Fotobearbeitungssoftware so aufbereiten, dass ihr euer fertiges Foto auch ganz einfach bekommt. All das erfahrt ihr wie immer in diesem Video. Was benötigen wir denn heute alles für unsere kreative Fotoidee? Der Aufbau und auch das, was ihr benötigt, ist tatsächlich sehr minimalistisch. Fassen wir kurz zusammen. Wir brauchen natürlich erstmal einen weißen Untergrund und einen weißen Hintergrund. Um das zu gestalten, formen wir uns gleich eine Hohlkehle und dafür nehme ich einfach einen großen weißen Bastelkarton. Was brauchen wir noch? Na klar, wir brauchen Äpfel. In dem Fall habe ich hier grüne Äpfel genommen. Ist nämlich wichtig, weil wir ja diesen Wow-Effekt erzeugen wollen, beziehungsweise diesen Frageeffekt. Ne? Der Zuschauer schaut sich das Bild an und denkt, ja, da sind zwei Äpfel, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Wieso hat denn der Apfel, da ist doch irgendwie, tja. Also, und um diesen Effekt natürlich zu unterstreichen, werden wir nachher eine Pampelmuse und eine Apfelsine nehmen. Also, ja, Pampelmuse und Apfelsine, einfach mal um das Ganze auszuprobieren und um den Farbunterschied noch deutlicher zu machen, damit man auf den ersten Blick gleich sieht, ja, hallo, hier stimmt doch irgendwas auf dem Foto nicht, habe ich mich für grüne Äpfel entschieden. Wenn ihr einen roten Apfel nehmt, dann ist das harmonischer fürs Auge. Das fällt nicht sofort auf und dadurch kriegen wir dann nicht eben gleich diesen Effekt, den wir haben wollen. Also grüne Äpfel, eine Orange und eine Pampelmuse. Dann brauchen wir, damit der Apfel nachher so ein bisschen fresher wirkt, habe ich einen kleinen Sprüher mit Wasser drin. Das Ganze sprühen wir dann nachher ein bisschen an, damit es ein bisschen frischer das Ganze wirkt. Und wir brauchen natürlich zum Schluss noch Licht. Ich habe jetzt hier mein Video-Setting aufgebaut. Um nachher richtig zu fotografieren, müssen wir das Licht ein bisschen anders setzen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr einen gut ausgeleuchteten Raum habt, eine gut ausgeleuchtete Küche und ihr habt so wenig wie möglich, wenn ihr das Ganze aufgebaut habt, Schattenwurf, dann geht es natürlich auch mit dem Deckenlicht. Besser ist es, ich zeige euch auch gleich mal den Unterschied, was ich meine, wenn wir gezielt Licht drauf richten, gezielt Licht lenken können. Dafür nehme ich zwei LED-Lichter, auch die habe ich euch ja schon gezeigt, das sind die mit der Fernbedienung. Wenn ich die nämlich ausmache, stehe ich im Dunkeln und die kann ich auch mit meiner Fernbedienung ganz einfach ansteuern, an- und ausmachen, die Farbtemperatur auch entsprechend einstellen. Was wir nachher brauchen, ist nämlich ein sehr kühles Licht, damit wir den Weißabgleich entsprechend schon der Automatik der Kamera überlassen können. Das funktioniert nämlich, wenn du ein sehr kühles Licht nimmst. Wie ist jetzt mein Setaufbau? Bevor wir das Licht einrichten, bauen wir das Ganze erstmal auf. Wie gesagt, ich habe hier das Hintergrundsystem von Lens8. Ihr könnt natürlich diese Bastelpappe auch irgendwo an einer Rückwand, wenn ihr dort eine Wand habt in der Küche, lehnt es dort an, vielleicht an der Arbeitsfläche, dann hält es genauso gut. Ich nehme jetzt hier das Hintergrundsystem, nehme hier eine entsprechende Fotoklammer und dann forme ich schon mal meine Hohlkehle. Das Ganze sollte nicht zu spitz sein, aber auch nicht zu flach, sondern ja, so in einem guten Mittelmaß. Damit wir das Ganze fixieren, ihr seht, das rutscht ja sonst weg, nehme ich nochmal so ein kleines Stück Klebestreifen und klebe einfach hier diese Pappe auf meine Tischplatte. Ja, und fertig ist unsere hausgemachte und für, ich glaube, unter einem Euro Hohlkehle. Günstiger geht es eigentlich gar nicht. So, dann werden wir jetzt den Setaufbau vorbereiten. Dafür muss ich aber erst einmal das Licht ein bisschen umlenken. Das heißt, ich werde mir jetzt die beiden LEDs hier jeweils links und rechts hinstellen und das Ganze ausrichten. Ich kann euch mal zeigen, wenn ich nämlich jetzt fotografieren würde, dann hätte ich nämlich genau dieses Problem. Stellen wir unsere zwei Äpfel erstmal so hin. Wenn ich jetzt anfokussiere, hier Kamera, seht ihr, habt euch auf einem kleinen Tischstativ drauf. Ich habe hier auch das 1535 genommen. Das könnt ihr super mit dem Kit-Objektiv nämlich fotografieren, denn die Blende, die muss hier nämlich nicht weit auf sein. Im Gegenteil, wir werden jetzt nämlich gleich mit einer Blende 16 fotografieren. Blende 16, na klar, Blende 16, damit wir in der Tiefe auf unserem Foto, gerade bei dem kleinen Abstand, sowohl den Apfel hier vorne als auch den, der ja sich so ein Stück dahinter befindet, das soll ja beides scharf sein auf dem Foto. Dafür müssen wir die Blende schließen. Also eine super Setaufbau auch für ein Kit-Objektiv. Muss jetzt kein hier Blende 2.8 oder 1.2 oder sonstiges sein. So. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen umbauen. Ich werde jetzt mal den Setaufbau komplett fertig machen, zeige euch das mal. Wir dokumentieren das Ganze mal ein bisschen.
Und dann zeige ich euch mal den Unterschied mit und ohne LED, was ich meine mit dem Schattenwurf. Die LEDs habe ich jetzt jeweils links und rechts positioniert. Und dann zeige ich euch mal, was ich mit diesem langen Schatten meine. Und zwar, wenn wir jetzt ein Foto machen hier, dann seht ihr, haben wir einen sehr langen Schattenwurf. Und so richtig weiß und freigestellt ist das Ganze hier auch nicht. Und wenn ich jetzt meine LEDs aber beide anmache, dann seht ihr, dann verschwinden natürlich diese langen Schatten. Da wir jeweils von links und rechts eine Lichtquelle haben, die gleichmäßig aufgebaut ist, können wir auch die Schatten entsprechend eliminieren. Und wenn wir jetzt das nächste Foto machen, dann sieht das schon wesentlich gleichmäßiger ausgeleuchtet aus und wir müssen im Nachhinein überhaupt gar nichts mehr rausretuschieren. Lichtsetup steht also. Kamera ist ausgerichtet. Ich habe die Position meiner Äpfel und jetzt kann es losgehen. Als allererstes brauchen wir natürlich ein Grundfoto. Aber ganz fertig sind wir noch nicht, denn ich hätte gerne ein paar Wassertropfen auf meinen grünen Äpfeln. Hat den Vorteil, das wirkt ein bisschen frischer. Ja, dafür nehmen wir unseren Sprüher, unseren kleinen Wassersprüher hier. Ich sprühe natürlich nicht direkt auf die Pappe, hier auf die Bastelpappe, sonst haben wir da ja Flecken drauf. Also Apfel runternehmen und tatsächlich nur von oben noch 2, 3 kleine Spritzer, damit ein bisschen Wasser drauf kommt. Ein bisschen beeilen, damit es nicht so schnell runterläuft. Das Ganze hier auf der oberen Hälfte auch wieder hindrapiert. Dann schauen wir uns den Fokus an und dann machen wir hier unser nächstes Foto. Das ist unser Basis-Ausgangsfoto. Das heißt, das muss auf jeden Fall passen. Als nächstes brauchen wir natürlich jeweils ein Foto von einer halben Pampelmuse und einer halben Apfelsine. Beides habe ich hier natürlich schon mal durchgeschnitten für euch und die drapieren wir jetzt ebenfalls. Dafür können wir die Äpfel jetzt komplett runternehmen. Wichtig ist, dass ihr euch ungefähr merkt, wo hier diese halbe Apfelscheibe, der halbe Apfel gelegen hat. Das erspart euch auch dann wieder problematische Nachbearbeitung in der Bildbearbeitungssoftware. Also merken, wo lag jetzt hier der halbe Apfel und da legen wir jetzt im Austausch quasi unsere Pampelmuse hin. Wenn euer Apfel in einem bestimmten Winkel zur Kamera lag, achtet darauf, dass ihr auch die Pampelmuse wieder so hinlegt. Auch das erleichtert euch natürlich nachher die Bildnachbearbeitung. Auch hiervon machen wir ein weiteres Foto. Das Ganze jeweils immer mit 2 Sekunden Vorauslösung, damit wir dann auch tatsächlich keinen Verwackler drin haben. Tja, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Orange und auch die tauschen wir nochmal aus, legen sie an die gleiche Position, wo unser Apfelstück lag und auch hier gibt es nochmal ein Foto. Ihr seht schon, dadurch, dass wir gut ausgeleuchtet haben, haben wir natürlich nachher auch wenig bis gar keine Nacharbeit in der entsprechenden Fotosoftware, um den Hintergrund schön weiß zu machen. Jetzt haben wir unsere 3 Ausgangsfotos und mit denen werden wir jetzt was zaubern. Wo wir das machen, das zeige ich euch. Ich nutze dafür Photoshop. Müsst ihr nicht unbedingt. Wichtig ist nur, wenn ihr eine Bildbearbeitungssoftware habt, dass ihr verschiedene Fotos in Ebenen übereinander stapeln könnt. Und dann funktioniert es auch, was ich euch jetzt in Photoshop zeige. Für die Bildnachbearbeitung habe ich mir jetzt mein Grundfoto mit den grünen Äpfeln in Photoshop geöffnet. Ihr seht, wenn ihr gut ausgeleuchtet habt, müsst ihr quasi nichts nacharbeiten. Den Schatten, der hier unter den Äpfeln ist, den können wir natürlich nicht vermeiden, aber im Grunde ist das Bild gut belichtet und wir werden es auch gleich so verwenden. Ihr müsst für die Bildbearbeitung nicht in Photoshop. Das Ganze funktioniert dort sehr gut, aber ihr könnt auch jede andere Bildsoftware verwenden, in der ihr Fotos übereinander stapeln könnt. Das ist nämlich ganz wichtig, denn wir haben hier schon mehrere Ebenen angelegt. Ihr seht es hier an der Seite, wenn ich die mal aktiviere, dann ist nämlich hier schon meine Orange im Bild. Auch die sehr schön belichtet. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Es ist denkbar einfach. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier die Ebene mit der Orange und müssen eigentlich nur den Hintergrund rausradieren. Das können wir erstmal ganz großzügig machen. Dann nehmen wir hier den magischen Radiergummi, dann ist schon mal alles weg, was weiß ist. Und dann können wir den Rest manuell vornehmen. Und zwar nehme ich mir hier das Radiergummi-Werkzeug, mache mein Foto ein bisschen größer und dann kann ich hier den Hintergrund erstmal ausblenden. Verändere ein bisschen die Pinselgröße auf Pinselgröße 50 und dann ist es wichtig, ich zeige es hier nochmal, dass ihr die Härte nicht auf 100% stellt, dass wir so einen kleinen Flow hier beim Übergang haben. Ich glaube, wir können die Pinselspitze auch noch ein bisschen vergrößern. Wir nehmen mal 60. Und jetzt müssen wir einfach nur eins machen, und zwar den Hintergrund hier rausretuschieren, rausradieren, den wir nicht brauchen. Alles, was hier drum um den eigentlichen Kern ist, müssen wir nämlich nur wegradieren, denn das brauchen wir auf unserem finalen Foto nicht mehr. Ich mache das mal für euch hier schnell. Könnt ihr nämlich dranbleiben, euch das Ganze anschauen. Ihr seht, es muss auch nicht 100% genau sein, da wir einen leichten Fluss drin haben, also einen leichten Übergang auch hier in unserem Pinsel. Genügt es, wenn wir hier grob quasi um unser Bild drumherum gehen. Das Ganze ausradieren und so wie wir das fertig haben, können wir dann dieses Bild natürlich über
das erste Foto, also das mit den Äpfeln legen. Das ist eigentlich im Grunde auch schon der ganze Zauber. Wir radieren hier noch schnell zu Ende und dann können wir das Ganze mal einblenden. Das heißt, ich muss mir dann eigentlich jetzt nur noch meine darunter liegende Ebene einblenden. So, den Rest hier noch schnell rausradiert. Und dann kann es natürlich sein, dass die Perspektive nicht ganz passt und wir das Ganze noch ein bisschen überblenden müssen. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür Größenansicht ein bisschen verändern. Den letzten Rest hier unten auch noch rausretuschiert. Tja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht es denn aus? Es ist schon gar nicht so schlecht. Wir sehen, hier ist noch ein kleiner Punkt übrig. Hier unten auch noch, den radieren wir raus. Jetzt können wir das Ganze natürlich ein bisschen perspektivisch anpassen. Und zwar werden wir dafür einfach hier unsere Größe des Bildes ein bisschen verändern. Müssen wir sehen, dass wir da ungefähr auf die Größe kommen, die natürlich unser Apfel hier in der Mitte hatte. So, dafür das Ganze einfach ein bisschen anpassen von der Größe. Ihr seht, am Rand gibt es natürlich jetzt ein bisschen was übrig ist. Dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen drehen, sodass wir ungefähr hier den Kern unseres Apfels haben. Der Rest des Fotos, der jetzt hier sichtbar geworden ist, der uns stört, den ganz einfach mit der Farbe Weiß hier rauspinseln. Das Ganze ein bisschen größer. Gehen wir mal auf eine Pinselstärke von 500. Und dann können wir hier, ihr seht, das Ganze von der Farbe, das hat schon gut gepasst, von der Farbe anpassen. Und schon haben wir wieder ein weißes Bild. Was mich jetzt natürlich ein bisschen noch stört, ist der Apfel, der hier übersteht. Das Ganze können wir aber beseitigen, indem wir uns diese Ebene, die untere Ebene, einfach duplizieren. Das Ganze dann hier ganz nach oben packen. So, nach oben packen, dann seht ihr, dann ist es zwar erstmal ausgeblendet noch, aber wir wollen jetzt den Übergang hier machen. Auch das ist ziemlich einfach. Wir vergrößern uns das Ganze, nehmen hier wieder unser Radieren-Werkzeug und jetzt radieren wir einfach den Bereich raus, den wir brauchen. Gehen hier ganz dicht an der Apfelkante, an der überliegenden Apfelkante entlang und ihr seht schon, da müssen wir gar nicht so genau sein, denn es wird ja nur das rausradiert, was jetzt quasi hier im unteren Bereich, im orangen Foto drin ist. So, das Ganze radieren wir jetzt noch schnell raus. Dafür ändern wir mal die Pinselspitze noch, gehen ein bisschen größer, dann seht ihr, und dann haben wir hier, unsere Apfelorange oder was es auch immer sein soll. Ich würde jetzt hier tatsächlich sogar diesen Effekt noch ein bisschen verstärken. Und zwar würde ich hier einen kleinen Schatten mit hinzufügen. Wie machen wir das? Das machen wir ganz einfach. Dafür gehen wir hier auf unsere Ebene, aktivieren die obere, dann gehen wir auf Pinsel. Dann wählen wir uns eine dunkle Farbe, sagen wir mal ein dunkles Grau, gehen auf Deckkraft 10%. Und hier gehen wir auf eine Pinselstärke von 60 bei meinem Foto. Und dann gehen wir hier ein bisschen, nehmen wir noch weiter Härte raus, nehmen wir nur 10%. Und dann, 60, reicht mir noch nicht. Wir machen mal eine Pinselstärke 100. So, und dann brauchen wir quasi hier nur einmal lang gehen. Dann seht ihr, und dann entsteht so ein natürlicher Schatten. Ich finde, das Ganze wirkt nochmal ein bisschen besser. Und dann haben wir hier so einen Schattenwurf. Das Ganze können wir ein bisschen verkleinern. Und dann seht ihr hier, entsteht nochmal so ein Schatten. Ich finde, das wirkt ein bisschen, noch ein bisschen realistischer. Und das war es auch schon. Mehr brauchen wir gar nicht. Ich habe hier euch die zweite Ebene auch gleich nochmal eingeblendet. Das Ganze ist quasi die Pampelmuse, die wir auch hier uns einfach nur noch zurechtschieben brauchen. In der Größe ein bisschen verändern. Und dann ein bisschen hindrapieren. Hier könnten wir zum Beispiel einfach die Drehung ein bisschen ändern, bis uns das Ganze so passt, wie wir das brauchen. Wenn wir nicht ganz hinkommen, dann ändern wir das einfach nochmal von der Perspektive ein bisschen. Und dann haben wir hier, das sieht doch schon ganz gut aus. Auch hier können wir das natürlich mit dem Schatten nochmal machen, indem wir jetzt hier einfach nochmal drüber pinseln. Und zwar über diese Pampelmuse, gleiche Deckkraft. Dann gehen wir hier einfach ein bisschen rüber mit dem Pinsel, den wir ja noch aktiviert haben. Und dann seht ihr, dann entsteht hier so ein leichter Schatten. Tja, Lieben, und das war's schon. Mehr ist gar nicht dabei. Und dann können wir hier, die ganze haben wir noch mal ein bisschen verschoben. Das können wir ja aktivieren und dann wieder richtig platzieren. Tja, ihr Lieben, und fertig ist ja unser Apfelsinenapfel. Tja, ihr Lieben, ihr seht's, es ist wenig nötig, um ein ziemlich geniales Foto zu zaubern. Im Grunde liegt der Zauber nachher, nicht nur in der Aufnahme selber, obwohl, wenn ihr hier gut fotografiert, habt ihr natürlich in der Software, in der Bildbearbeitungssoftware weniger Nacharbeit. Tja, und der Rest passiert dann wie aus Zauberhand mit ein bisschen Radieren, ja nur in zum Beispiel Photoshop. Tja, ihr Lieben,
Ich hoffe, die kleine Fotoidee und das Ergebnis daraus, das hat euch gefallen. Dann lasst mir fürs Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr selber vielleicht schon mal etwas in der Art fotografiert habt, schreibt es mir doch mal gerne unten in die Videokommentare. Tja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für die heutige kreative Fotoidee. Eine Idee, die ihr bei schlechtem Wetter denkbar einfach zu Hause mal nachmachen könnt. Tja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.